Heute geht es um Gasprüfung und es geht auch um einen Campingservice. Da steht jemand neben mir, den stelle ich gleich vor. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sind hier auf dem Camping Mar Azul in Spanien, Andalusien. Neben mir steht Andreas Kipper. Hallo Hartmut. Hallo Andreas. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Das stimmt. Ja, ein paar Jahre schon. Du bist ja auch immer auf dem Platz. Ja. Und du hast einen Caravan-Service. Richtig. Und da erzählst du uns ein bisschen dazu. Ja, ich biete verschiedene Dienstleistungen an, wenn ich in Spanien bin. Ich bin immer so 5 Monate in Spanien, fahre einige Plätze von Norden nach Süden an, bleibe ich länger stehen. Und dann habe ich verschiedene Dienstleistungen, wie zum Beispiel, dass ich Gasprüfung mache, mache kleine Reparaturen, wenn meine Heizung nicht geht, mal ein Kühlschrank ausgefallen ist. Also ich tausche nicht den ganzen Kühlschrank aus, sondern nur kleine Sachen. Oder eine Sicherung, Wasserpumpe nicht läuft oder mal ein Schlauch erneuert werden muss. Oder das sind so Sachen, die ich mache und das wird eigentlich von den Leuten gern genommen. Und sind immer ganz froh, wenn einer da ist, der, ich sag mal, das Problem lösen kann. Ja, genau, so habe ich es auch gehört und wir haben auch schon vorher darüber gesprochen. Und du bist, glaube ich, hier auf diesem Campingplatz von Januar bis ab März, oder Ja. März, also über diese Monate hier auf dem Mar Azul. Richtig. Und dann bist du vorher auf dem Ceraco, ne? In Ceraco. In Ceraco. Hast du ja auch schon empfohlen, den Platz? Ja, Sehr schöner Platz. ja, genau. Da bist du dann auch 2 Monate und dort machst du auch Reparaturen, wenn welche anfallen. Genau so ist es. Du hast aber nichts mit Solar und Batterien und solche Sachen machst du Nein, das Feld ist einfach zu groß. Ja. Da muss man auch Werkzeug haben. Man muss sich auch natürlich das Fachwissen aneignen, muss Lehrgänge besuchen und Ja, Ähnliches. ja. Und mit gefährlichen Halbwissen will ich da nichts zu tun haben. Richtig, genau so ist es. Der Andreas, der hat nicht nur einen Camping-Service, der verkauft auch Zelte. Jetzt Vorzelte, Kochzelte, Gerätezelte oder wie man immer sie auch nennt. Wir haben auch eins von dir gehabt, ein Camper Air Store. Das war so ein kleines Kochzelt, habe ich in einem Video auch vorgestellt. So, und wer jetzt sowas braucht, der kann sich vertrauensvoll hier an Andreas wenden. Der berät ihn und verkauft ihm auch gerne ein Zelt. Ja. Das müssen wir also noch sagen. Ne? Ja, ich bringe das mit. Ich habe einen Anhänger dabei. Ich Ja. bringe die Zelte auch mit nach Spanien. Richtig. Wäre natürlich schön, wenn man dem einen oder anderen das dann hier mitbringen kann. Und ich baue das dann auch komplett auf, sodass er es einmal sieht, wie es aufgebaut wird. Ganz häufig sind die Zelte nicht vernünftig aufgebaut und dann gibt es eben Probleme, wenn mal starker Wind ist. Ja, na gut. Okay, du hast die dann also auch dabei. Du hast immer Ja. einige Zelte in deinem Anhänger dabei, die man dann vor Ort auch kaufen kann. Das ist richtig, genau so ist okay, es. das ist gut zu wissen. Ja, und jetzt geht es bei mir ja bei meinem Mobil um die Gasprüfung. Richtig. Da müssen wir vielleicht am Anfang jetzt ein paar Worte zu sagen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil sich da ja ein bisschen was verändert hat. Das stimmt auch. Kannst du das jetzt mal mit ein paar Sätzen besprechen? Ohne dass ich da jetzt in den rechtlichen Bereich komme, sage ich, so in meinen Worten drücke ich das jetzt aus. Es war ja die Gasprüfung, die alle 2 Jahre durchgeführt werden muss an einem Reisemobil. Insofern ausgesetzt, dass also Hauptuntersuchung vom Fahrzeug und Gasprüfung, wenn man keine Gasprüfung hat, man keine Hauptuntersuchung mehr bekommen. Das wurde vor 2 oder vor 3 Jahren ausgesetzt. Das heißt, entschuldige mich, oder? Du meinst den TÜV? Also Genau. man musste davor immer die Gasprüfung haben, damit der TÜV das Fahrzeug abgenommen hat. Genau so ist das es. ist dann entfallen. Das ist entfallen. Das heißt, man hat so den TÜV. Aber es ist jetzt so, dass im Verkehrsministerium, dass man jetzt eine Entscheidung treffen will, dass also diese Gasprüfungen neu geregelt werden, wer die machen darf. Aber es wird bei dem 2-Jahres-Rhythmus bleiben. Ja. Und man ist jetzt selber verantwortlich dafür, dass man so eine Gasprüfung machen lässt. Das heißt, ist richtig, es wird jetzt so im Moment nicht kontrolliert. Aber wenn was passiert oder wenn was Unfall oder keine Ahnung irgendwas ist, dann wird man in Haftung genommen. Ne? Ja, das ist die Verantwortung für den sicheren Zustand der Gasanlage, Ja. liegt bei jedem Fahrer selber Ja. oder Halter vom Fahrzeug selber. Wenn was passiert, dann ist natürlich ganz schnell, wird geprüft, an der Gasanlage hat derjenige was manipuliert. Das muss man vielleicht auch gar nicht bewusst machen, wenn man so eine elektrische Anlage, wenn man Licht haben will im Gaskasten. Das ist eben nicht zulässig. Richtig. Es gibt da wieder Ausnahmen, aber grundsätzlich sollte man das immer von einem Fachmann machen lassen und nicht selber. Genau. Und die Gasprüfungen vermitteln das Gefühl der Sicherheit, weil
Wir überprüfen ja auch, ob zum Beispiel die Gasanlagen zum Beispiel am Herd, wenn die Flamme ausgeht, auch abschaltet. Und nicht, dass das Gras unkontrolliert ausströmt. Ja, nee, genau richtig. Und das werden wir jetzt gleich bei meinem Wohnmobil, bei meinem Vario Star machen. Genau. Das heißt, da wirst du die einzelnen Komponenten prüfen. Genau. Und eine Druckprüfung, glaube ich, machst du dann. Aber das werden wir gleich im Detail mal zeigen, was da im Einzelnen gemacht wird. Wir prüfen alles durch. Ja. Man verschafft sich erstmal einen Überblick als Prüfer, was muss ich überhaupt machen und wann war die letzte Prüfung. Und dann geht man das nach und nach an den Stationen durch. Ja. Und wenn der Kunde dazukommt, ist immer gut, dann weiß er, kann ich auch immer gleich darauf hinweisen, was er vielleicht beim nächsten Mal beachten sollte oder ähnliches. Wunderbar. Da legen wir jetzt los. Jawohl. So, Andreas, was machst du da jetzt? Ja, ich fange mit meiner Gasprüfung an, indem ich erstmal die Druckprüfung mache. Das heißt, alle Gashähne sind offen im Wohnmobil. Und jetzt ist es so, dass ich also den Crashsensor praktisch zudrehe und dann praktisch ab dem Crashsensor die Gasprüfung und deine Leitung abdrücke, ob irgendwo Gas entweicht. Ja, okay. Na. Wenn das hier eingeschnitten ist, heißt das links herumdrehen, Linksgewinde. Ah ja, bei Gas ist das immer Bei Gas ist immer die Schrauben, die so gekennzeichnet sind, immer links rum. Ah ja. Also jetzt gibst du Druck drauf. Jetzt gebe ich hier Druck drauf. Und zwar 150 Millibar. So, hier sieht man das, der grüne ist praktisch zum Einstellen. Und hier kann man dann genau 150 Millibar. Ja. Und das lässt man jetzt 10 Minuten. Nach 5 Minuten kontrolliert man nochmal. Ja. Drückt eventuell ein bisschen nach. Das ist mal abhängig davon, wie groß die Leitung ist, wie warm es alles ist. Du hast ja eine relativ große Anlage. Ja, da brauche ich auch kein Zusatzvolumen anbringen. Und so kann ich dann dementsprechend prüfen. Ja. Teppich, habe ich da irgendwas? Da hinten so hin. Wir müssten mal rauf machen. Hast. Ah, schön unter Bodenschutz hast du. Ja. Wände in Ordnung. Passt. Gut. Die Klappe. Du kannst die Klappe ruhig aufmachen. Mach mal auf. Da unten drunter ist, da ist hier dieses mit dem Schlüssel drin. Ja, das ist das Fach. Ja, guck mal, ist doch alles da. Ja. Da mache ich ein Foto von. Willst du es aufnehmen? Ja, mach mal. Da mache ich ein Foto von, weil dann kann ich nachher die Gassteckdose abgleichen. Gegebenenfalls, ich glaube, die ist noch nicht in deinem alten Buch eingetragen. Ich habe jedenfalls die Nummer nicht gesehen. Und dann trage ich das nachher dann auch gleich alles ein. Guck mal, wunderschön hier. Super sauber. Na. Ganz genau so. Die 10 Minuten sind um, denke ich. 10 Minuten sind um. Wir gucken mal nach. Ist immer noch da. Ja, nimm die Hand da mal kurz weg, dann kann ich das auch zeigen. Ja, das siehst du. Genau noch bei dem Druck wie vorher auch. Ganz genau so ist es. Also alles dicht soweit. Anlage ist dicht. Gut. So. Ja, das Ganze, die Heizung und auch die Absperrventile sind bei mir hier unten unter der Bank. Ich habe schon die Polster weggeräumt. Siehst du, da machst du es auf. Und da kannst du dann die Absperrhähne sehen, wenn du da unten weiter. Ah, hier. Ja, genau, da sind die Absperrhähne. Ja. Für 3 Stück sind da. 3 Stück. Einmal für den Backofen, für den Herd und einmal für den Kühlschrank. Genau. Alle da. Und hier ist einer für die Heizung. Genau. 4 Stück. Alles klar. 1, 2, 3, 4. Ja. Prima. So, wir fangen aber erstmal dann beim Herd an. Ja. Das Piezo, pass auf. Jetzt mal zu meinem Schnüffler, dass ihr das mal seht. Ja. Ja. Oh ja, meldet sofort. Ja, okay. Ja. Ja. Und selbst wenn ganz, ganz wenig Gas austritt, Ja. dann würde er das anzeigen. Er hat natürlich jetzt sofort. Ja, weil du Und jetzt geht er wieder zurück, zeigt mir aber an, dass er ausgeschlagen hat und dann zeigt er mir den Wert an, wie hoch er ausgeschlagen hat. Ah ja. Also ganz, ganz, ganz feine
Spürnase ist das. Richtig. So, ich fange an, erstmal zu überprüfen, ob deine Abschalteinrichtungen funktionieren. Das brennen lassen, Flammenbild ist in Ordnung. Und jetzt muss es gleich klicken. Jetzt. Und jetzt brennt er nicht mehr. Ne? Gut. Nochmal zum Zeigen, dass es alle sehen, was damit gemeint ist. Ich mache das an. Ja, wenn ich die ausblase, die Flamme, dann strömt jetzt weiter Gas. Ja. Und jetzt warte ich eben, das kann so 10 bis 20 Sekunden dauern, Ja. bis die Abschalteinrichtung klackt. Und dann ist zu und dann springt es auch nicht mehr an. Okay. Alles gut. So, was haben wir hier? Unseren Backofen. Ja, der funktioniert ja noch. Ja. Genau das gleiche auch wieder. Ja. Flammenbild war in Ordnung. Mhm. Und wir warten, bis er abschaltet. Und hier merkt man schon richtig, dass hier richtig Gas ausströmt. Ja, genau. Das rieche ich gerade. Weil wir oben die dachten. Hat er schon abgeschaltet. Ja, also selbst wenn Ja. ganz bisschen Gas drin ist, zeigt er einem das sofort an. Ja. Ne? Und ich habe das immer, dass ich das mal, wenn man das in Schränke reinpackt, da zum Beispiel bei dir kann man gucken, ob da alles dicht ist. Mhm. Also das müsste ich überall absprühen. Ja. Und so kann man das mit dem Schnüffler eigentlich Ja. ganz gut erkennen. Ja. Was aufregt das? Aber ist alles raus, ne? Ja. Schaltet ab. Ja. Alles grüner Bereich. Kann ich wieder zumachen, ausmachen. Ach, die Lampe. Hätte ich ja mal Licht anmachen können. Ja, toll. Beim Grill bleibt die Tür ja, wenn du grillst, bleibt dir ein Stück offen, ne? Mhm. Okay. Ja, wir haben den meist als Backofen verwenden wir den. Oder Alles Brötchen klar. aufbacken oder. Ja. Also Kuchen backen machen wir nicht, aber. Na, so, dann haben wir jetzt den Kühlschrank. Da müssen wir zugeben, das haben wir uns ja heute schon genau angeguckt, den Kühlschrank. Du hattest den ja schon Ja, auseinandergebaut die und Bilder, gereinigt. die Bilder blende ich ein, das wird, der hat das ja So, mit aufgenommen. der Ablauf ist jetzt der gleiche. Wir gehen auf Gas. Wir erhöhen die Temperatur, dass er also wirklich auf Volllast in dem Moment läuft, damit auch wirklich sichergestellt ist, dass das Gas anspringt. Kühlschrank. Jetzt drehe ich ihm das Gas ab. Ja. Dann drehe ich das Gas wieder an. Ja, jetzt kommt. Jetzt sieht man es hier. Ja, ist er. Jo, er blinkert. Schalte ich das Gas wieder ein. Ja, jetzt muss er wahrscheinlich einmal neu starten. Der fängt nicht Ja, so. ja, genau. Guck jetzt. So. Und jetzt, Ja, okay. Jetzt müsste er gleich wieder anspringen. ja, macht der, er leuchtet ja auch schon. Das heißt also, er hat keine Störung mehr. Also, Gehen wir mal wieder zurück. Aber jetzt schalten wieder auf Automatik, schalten wir ihn wieder. also Abschaltautomatik vom Kühlschrank funktioniert. Mhm. Dein Kühlschrank läuft wieder auf Ja. Gasbetrieb. Jetzt haben wir umgeschaltet auf 230 Volt. Ja, Außensteckdose gucke ich gleich nochmal mit meinem Schnüffler. ja, Und dann haben wir die alte Heizung noch. Ich mache aber eben, bevor es dort anfängt zu regnen, ganz kurz einmal die Ja. Schnüffler an die Steckdose. Licht. Und jetzt machen wir die alte Heizung. Das ist im Prinzip das gleiche. Wir starten die Heizung, drehen ihm ja. den Saft ab vom muss Gas. es- Ja, machen wir Heizungsprogrammierung. Aber bitte Heizung- auf Volllast gehen. Das Ja. ist also auch anstrengend. Winterbetrieb. Und nicht auf Strom, sondern nur auf Gas. Ja, habe ich auch. Das Gas ein, starten und Temperatur ein bisschen höher machen. Ja, ja, ruhig auf Volllast, dass er richtig. So 25 Ja. Grad. So, und jetzt muss sie. Anspringen. Ja, das dauert einen kleinen Moment. Ich höre schon. Gleich klickt es. So, jetzt läuft die Heizung. Gleiche Prinzip. Ich drehe wieder den Saft ab, den Gas, dann versucht sie zu starten. Und dann wird sie irgendwann Störung anzeigen. Dann kriegt er wieder Gas. Und wenn sie dann nicht anspringt, ist das das Zeichen, dass das Sicherheitseinrichtung funktioniert. Okay. Ich mache hier den. Zack, jetzt ist er auf Störung gegangen. Ja, und hat man hier auch deutlich das Abschalten der Sicherheitseinrichtung gehört. Ja. Jetzt müsste der Störknopf kommen. Ja, das ist bei mir Ist diese schon- rote Anzeige. Ist das schon bei- gekommen? Ist schon gekommen. Jetzt habe ich wieder Gas zugeschaltet. Ja, jetzt muss ich die Heizung einmal neu starten, damit das wieder funktioniert. Ja, ja. Neu starten, Neu starten. aus. Mache ich einmal aus die Heizung.
Wieder einschalten. Und wieder ein. Und jetzt fängt sie noch an. Ja. Auch jetzt wieder wichtig, immer nach der Gasprüfung alle Geräte wieder in Betrieb nehmen, damit man nachher weiß, es liegt nicht an der Gasprüfung, weil man was vergessen hat, sondern letztendlich es funktioniert alles. Dann ist die Ursache vielleicht eine andere. Ja. Also Heizung läuft wieder, sieht ja auch alles super aus. Ja? Jetzt mache ich obligatorisch immer, dass ich die ganzen Anschlüsse praktisch abschnüffle, ob sich vielleicht irgendwas durch Vibration oder wie auch immer gelöst hat. Auch hier überprüft. Ne? Guck mal, hier ist sogar ein Erdungsanschluss bei dir dran, also ist alles perfekt. Wirklich perfekt. Okay. Dann haben wir es. Dann haben wir es. Alles fertig. Dann haben wir's. Wir haben alle deine Gaseinrichtungen überprüft. Ja. Auf Dichtigkeit, auf Funktion. Ja. Und damit sind wir durch. Deine Anlage ist in Ordnung. Ja. Jetzt trägst du das ja noch ein. Richtig, das ist die Dokumentation. Ich muss bei dir jetzt ein neues Buch anfangen. Ja. Das heißt, es dauert jetzt etwas länger, ist etwas aufwendiger, weil ich alles übertragen muss und kontrollieren muss, ob das alles noch so ist, wie es vor Jahren eingetragen wurde. Aber du hast ja gesagt, deine Anlage ist 2016. Das ist alles geprüft worden bzw. erneuert worden. Ja. Das heißt also die Leitungen und also die Schläuche und auch die Regler sind damals erneuert worden. Ich gleiche das jetzt trotzdem alles nochmal ab mit den Daten, die du hast, auch mit den Reglern, ob die Nummern alle stimmen, warum auch immer, das mache ich halt. Und dann schreibe ich dir ein neues Buch aus und dann hast du praktisch wieder ein neues Buch, was wieder für die nächsten 3 Gasprüfungen wieder reicht, also die nächsten 6 Jahre. Okay, also 2 Jahre, alle 2 Jahre muss man diese Gasprüfung machen lassen? Alle 2 Jahre. Ja. Alle 2 Jahre muss man eine Gasprüfung machen. Ja. Okay, dann sage ich danke, Andreas, für deine Ausführungen, dass du da uns mal berichtet hast. Und ja, ich hoffe, dass ich auch meinen Zuschauern so ein bisschen das vermitteln konnte, was eine Gasprüfung bedeutet und was da gemacht wird im Einzelnen. Ja. Und ja, und dann sage ich Dankeschön, Andreas nochmal. Und ich sage Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Immer wieder gerne. Vielen Dank.